Whoa, whoa, whoa. Wait. Yeah, that did it. Yeah, bitch! Magnets! Stopp, hier ist die Logikpolizei. Bitte identifizieren Sie sich und sagen uns Schritt für Schritt, was Sie da gerade getan haben. Ich habe mich nämlich in den letzten Wochen einer bestimmten Frage gewidmet, und zwar, wie zur Hölle eigentlich Magnete funktionieren. Klar, ne? Wir haben hier unseren Nord- und Südpol, die ziehen sich gegenseitig an. Manche Magnete sind irgendwie durchgehend magnetisch. Und warum zur Hölle ist nicht alles magnetisch? Ja, diesen Fragen und mehr möchte ich heute auf den Grund gehen. Wir gehen bis ins atomare Level. Also beschäftigen wir uns mit der ersten Frage, und zwar, wie entsteht überhaupt ein Magnetfeld? Magnete stoßen sich entweder ab oder ziehen sich an. Das liegt daran, da wir eben diesen Nord- und Südpol haben. Dieser Nord- und Südpol ist in Magnete sozusagen eingefleucht, die DNA des Universums sozusagen hinterlegt. Und dieses festgeschriebene Gesetz legt sozusagen fest, dass zwei unterschiedliche Pole sich anziehen und zwei gleiche sich abstoßen. Um jetzt aber auch verstehen zu können, was ein Magnet zu einem Magneten macht, müssen wir uns die Atome dieses Magnets anschauen. Also gehen wir mal zurück in die 8. Klasse Chemie und schauen uns mal so ein Atom an. Ein Atom besteht in seinem Kern aus Protonen und Neutronen und in seiner Hülle aus Elektronen. Für dieses Video sind aber nur die Elektronen wichtig, da diese sozusagen die Magie des Magnetismus ausmachen. Also jedes Elektron in einem Atom besitzt Ladung. Und diese Ladung lässt ein Atom zu einem winzig kleinen Magneten werden. Heißt, dass selbst du oder alles, was du gerade um dich herum siehst, aus winzig kleinen Magneten besteht. Trotzdem ziehen wir uns jetzt hier gerade nicht alle an und werden zu einem riesigen Blob aus einem Supermagneten. Heißt, irgendwas passiert in den Atomen, was es in dem Fall verhindert oder zulässt. Und um dem auf den Grund zu gehen, müssen wir uns den Aufbau eines Atoms doch nochmal etwas genauer anschauen. Also lasst uns noch ein bisschen in der 8. Klasse bleiben und ich erzähle euch ein bisschen was über das Periodensystem. Im Grunde genommen sieht man im Periodensystem alle Elemente, die uns derzeit bekannt sind. Und jedes Element besitzt eine Ordnungszahl. Und mit dieser Ordnungszahl lässt sich herausfinden, wie viele Protonen oder Elektronen sich in einem bestimmten Atom befinden. Was wollen wir damit jetzt anfangen? Sehr gute Frage. Ich muss euch noch was über Elektronen erklären. Und zwar besitzen Elektronen einen Spin. Dieser Spin gibt den Elektronen sozusagen eine Eigenschaft, wodurch es durchgehend in Bewegung ist. Dabei hat es immer zwei Orientierungen, wenn wir sie in dem Fall jetzt mal oben und unten. Und zwar fügen wir jetzt einfach mal unserem Atom ein Elektron hinzu, packen es herein, hat einen eigenen Magnetismus und einen Spin nach oben. Heißt, wir haben in diesem Atom jetzt gerade einen Magnetismus von 1. Fügen wir das zweite Elektron hinzu mit einem eigenen Magnetismus und Spin, haben wir einen Magnetismus von 2. Das nächste dann 3, dann 4 und ab hier wird es ein bisschen seltsam, denn ab dem 5. Atom dreht sich der Spin nach unten. Da sich ein Spin nach oben und ein Spin nach unten gegenseitig aufheben, haben wir nicht 5 Magnetismus, sondern nur noch 3. Und wenn wir das Ganze so weiterspielen, hebt sich das Ganze bis zum Ende komplett auf. Heißt, am Ende haben wir einen Magnetismus von 0. Somit haben wir schon mal das erste Prinzip, warum es Elemente gibt, die magnetisch sind und andere nicht. Im Alltag schauen wir uns das Ganze ja nicht im atomaren Level an, sondern wollen dann lieber so einen Eisenbarren in der Hand haben und dann sagen, yo, das Teil ist jetzt magnetisch und zieht alles an. Trotzdem tut es das nicht von selbst. Hier kommt nun der nächste Fachbegriff ins Spiel, und zwar Ferromagnetismus. Glocke aktivieren und abonnieren nicht vergessen. Was ist denn jetzt ein ferromagnetisches Objekt? Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, wir haben unseren Eisenbarren, der zwar auf atomaren Level magnetisch ist, aber damit dieses ganze Teil zu einem Magnet werden kann, müssen alle Atome miteinander zusammenspielen und die gleiche Orientierung nach Nord und Süd haben. Genau das ist nämlich die Eigenschaft eines ferromagnetischen Objekts. Besitzt ein Objekt mit magnetischen Atomen nämlich nur so eine Art Cluster, die in verschiedene Orientierungen zeigen, hebt sich damit der Magnetismus von Schritt zu Schritt auf. Heißt, damit ein Objekt ferromagnetisch werden kann, muss es sozusagen zwei Tests bestehen. Auf atomarer Ebene muss das ganze Ding magnetisch sein, heißt, die Spins dürfen sich nicht aufheben, und auf größerer Ebene gesehen dürfen sich die einzelnen Cluster auch nicht aufheben. Sind genau diese Sachen gegeben, haben wir unseren Magneten. Also ist Ferromagnetismus jetzt die Antwort? Nicht ganz, denn es gibt immer noch eine Sache, die wir beachten müssen, dann sind wir aber wirklich durch.
Also wie ihr wisst, ist eine Schraube nicht magnetisch. Wenn man sie aber an einen Magneten hält, wiederum schon. Ihr müsst wissen, dass in einer Schraube grundsätzlich die Atome nicht gleich ausgerichtet sind. Hält man jetzt aber einen Magneten an diese Schraube, werden durch die Anziehung des Magnets alle Magnetatome in eine Richtung gezogen, wodurch die Schraube sich von dem Magneten anziehen lässt. Nun gut, jetzt kann man sich natürlich aber auch die Frage stellen, wie wurde denn der Magnet überhaupt magnetisch? Einfach ausgedrückt wurde unser erst Möchtegern-Magnet sehr, sehr stark aufgeheizt. Dadurch kommen die Elektronen in Bewegung und werden sozusagen flüssig. Im letzten Schritt bekommt unser Möchtegern-Magnet dann einen mächtigen Stromschlag, wodurch alle magnetischen Atome in dieselbe Orientierung gesteckt werden. Dadurch, dass alle Atome in die gleiche Richtung zeigen, haben wir unser Magnet. Ja, und letztendlich ist unser Möchtegern-Magnet zu einem Dauermagneten geworden, der dann letztendlich so aussieht wie dieses Teil hier.